Starten wir rein in die K.O.-Runde meiner EM-Prognose und zwar mit Kroatien gegen Tschechien, der Sieger der Gruppe B, gegen einen der besten Drittplatzierten aus Gruppe F. Und Ivan Perisic brachte die Kroaten mit 1:0 in Führung. War gar nicht so einfach. Werden wir gleich nochmal in der Wiederholung sehen. Eine schöne Flanke von außen und dann vom 5-Meter-Eck den so mit links rein zu schießen. Dazu gehört schon viel Technik. Große Klasse natürlich, die Ivan Perisic hat. Und es ging weiter mit den Kroaten, die eine richtig starke Anfangsphase erwischten. Kovacic hier mit dem vermeintlichen 2:0. Aber wir werden dann in der Wiederholung sehen, es war ganz knapp abseits. Viel hat nicht gefehlt zum 2:0. Die Tschechen brauchten ein bisschen, waren überfordert mit dieser Dominanz der Kroaten. Und hier sehen wir nochmal, auch mit halbautomatischer Abseitslinie, dass das auf jeden Fall abseits war. Die Tschechen aber keineswegs geschockt. Das war so eine Art Initialzündung, denn im direkten Gegenstoß der Ausgleich durch Lužek, der immer besser reinkommt jetzt ins Turnier. Im letzten Gruppenspiel mit dem Kopf getroffen. Und hier besorgt er den zwischenzeitlichen Ausgleich. Schöne Vorlage und dann, ja, eine Frage der Ecke. Aber die Kroaten auch keineswegs geschockt. Es ging hin und her. Es war ein klasse Spiel. Viele Chancen, auch in Halbzeit 2. Auch die Tschechen mal wieder vorm Tor. Lužek. Und in Minute 60, eine Stunde rum, Andrej Kramaric dann aus dem Nichts so ein bisschen. Das Spiel hatte sich ein bisschen beruhigt, nahm dann wieder Fahrt auf durch den Hoffenheimer. Der quasi aus dem Stand heraus diesen Ball aus der Drehung ins Tor schoss. Auch das natürlich technisch sehr, sehr anspruchsvoll, aber auch sehr, sehr gut gemacht. Und weiter geht's hier mit den schönen Toren, besonders Freistoßtore. Minute 76, Barak, der Mann mit der Nummer 7. Schlänzt diesen richtig schön getretenen Freistoß mit ein bisschen Glück vom Innenpfosten rein. Auch da keine Chance für Livakovic. Schön angeschnitten, schöne Kameraperspektive und dann hat er natürlich auch keine Chance gehabt. Wir überspringen die Verlängerung, es ging sofort ins Elfmeterschießen. Das 1:0 für die Kroaten. Kramaric, Krejci gegen Livakovic, der zog natürlich nach. Also bislang alles pari 1:1. Dann trat Petkovic an gegen Stanek und der locker lässig, zulässig in die Mitte. Das nutzte dann der Kapitän Souček zur tschechischen Führung 1:2. Dann war der andere Kapitän dran, Luka Modric, aber er behielt die Nerven nicht. Und Barak hatte die Chance mit seinem 3:1, die Tschechen schon so gut wie ins Viertelfinale zu schießen. Der Druck lastete jetzt auf Juranovic gegen Stanek. Er musste treffen, ansonsten war der Traum für die Kroaten schon früh in diesem Turnier vorbei. Und genau das tat er. Stanek, der Held der Tschechen, hält 3 Elfmeter hier im Elfmeterschießen und bringt seine Mannen ins Viertelfinale. Ein sehr, sehr spannendes, ein sehr, sehr packendes Achtelfinale. Und es ist erst Nummer 1. Es kommen noch viele weitere und sehr, sehr interessante Spiele. Viele Tore, packende Entscheidungen. Aber hier in diesem Spiel die Entscheidung. Die Tschechen im Viertelfinale warten jetzt also auf ihren Gegner, der ermittelt wird zwischen Deutschland und Slowenien. Die Deutschen als Gruppensieger gegen den zweiten der Gruppe C, Slowenien. Und sie waren gewarnt, die Slowenen mit einer richtig starken Vorstellung. Also man merkte der deutschen Mannschaft die Favoritenrolle gar nicht an. Eher die Nervosität. Hier schon die zweite Chance durch Benjamin Šeško mit dem Kopfball knapp vorbei. Sehr, sehr fragwürdig diese Leistung. In der Gruppenphase noch richtig, richtig stark gespielt. 7 Punkte geholt, aber hier erst nach gut einer Stunde mit der allerersten Chance. Daran seht ihr schon, wie dieses Spiel verlaufen ist. Die Slowenen wirklich sehr, sehr stark. Die Deutschen dann mal mit etwas Druck, einer kleinen Drangphase, 2 Chancen. Mussten aber hinten höllisch aufpassen, dass die Slowenen ihre wenigen Chancen nicht nutzten. Spora zum Beispiel, um Nummer 1 zu zeigen. Und kurz vor der Verlängerung dann nochmal die XXL-Chance wieder durch Šeško. Mann, oh Mann, da hatte die deutsche Mannschaft ganz schön Dusel und so auch in Minute 102. Es ist wieder Spora. Es wollte einfach nicht fallen. Die Deutschen hatten so eine Art Schutzengel und hatten dann in Minute 119 Niklas Füllkrug mittlerweile eingewechselt und er brachte Dortmund zum Ausrasten. Die ganze Mannschaft auf dem Platz, die Fans gefühlt schon auf dem Rasen. Aber unter dem Strich muss man sagen, das war absolut nicht verdient, die Leistung der Slowenen, alleine durch 2 Pfostenschüsse. Aber am Ende des Tages musst du hier die Tore schießen und das haben die Slowenen nicht gemacht. Die Deutschen haben 1 geschossen, ziehen
mit ganz, ganz viel Dusel und viel Glück ins Viertelfinale ein und treffen dort auf die Mannschaft der Tschechen. Achtelfinale Nummer 3 aus Frankfurt, die Türkei gegen Überraschungsmannschaft Albanien. Die Türkei mit der allerersten Chance nach 19 Minuten, kurz vor der Pause dann die Überraschungsmannschaft dieses Turniers. Seferi mit der Führung kurz vor der Pause. Sehr, sehr starkes Spiel auch von beiden Mannschaften. Das Spiel fand eher so zwischen beiden Strafräumen statt. Viel Mittelfeldgeplänkel, viele Zweikämpfe. Von daher solche Chancen hier wirklich eine Rarität. Und deswegen muss man auch solche Chancen nutzen. Eiskalt. Seferi aus 13 Metern. Und dann rein in eine wilde, wilde zweite Halbzeit. Die Türkei zunächst mit dem Schuss, mit dem Abblocker und Kahveci mit viel, viel Dusel rein ins Tor. Das 1:1 kurz nach der Pause. Ein bisschen Glück, wie es zustande gekommen ist, aber das musst du dir auch erarbeiten. So ist es manchmal im Fußball. Und du musst halt auch da sein. Du musst wach sein, die Augen immer offen haben nach dem Ball. Und hier der Abpraller landet genau bei Kahveci. Und ein bisschen Billard war natürlich auch dabei, aber im Endeffekt das Tor. Das zweite Tor dann für die Türkei nach einem riesen Abwehrfehler. Und am Ende ist es Hakan Çalhanoğlu. Der einzige Bundesliga-Legionär beim KSC begonnen, dann zum HSV gewechselt. Aber wir sehen gleich nochmal, das war eine schöne Einladung der Albaner. Ein großer, großer Aufbaufehler hier, Ball zu weit vorgelegt. Wir haben es gerade noch im Ansatz gesehen und dann ist es Hakan Çalhanoğlu, der Kapitän, mit ein bisschen Glück. Der Ball ins Tor, aber die Albaner schlugen nochmal zurück. Minute 73. Über Mitai und über ihren Starspieler, über ihren Spitzenstürmer Broja. Der ähnlich wie Seferi in der ersten Halbzeit den Ball eiskalt ins lange Eck schoss. Und somit das Spiel wieder auf Unentschieden stellte. Auf ganz engem Raum, ganz platziert ins lange Eck. Super, super Spiel, auch von beiden Mannschaften. Eine Chance noch kurz vorm Elfmeterschießen, dann in Minute 109. Eine schöne Flanke durch den ganzen Strafraum. Celik und Özcan bekam den Ball nicht ins Tor. Somit ging es auch hier ins Elfmeterschießen. Der erste Schütze, Cenk Tosun, ein ehemaliger Frankfurter hier in seinem Wohnzimmer, wenn man so möchte. Brachte die Türkei in Führung. Broja genauso. Ganz eiskalt verladen. Nächster Schütze dann Yazici gegen Berisha. Direkt in die Mitte und Berisha mit der Parade. Und Baluli brachte Albanien überraschenderweise in Führung. Das ging jetzt hin und her. Yüksel, der Nächste. Der traf zum 2:2. Jasula, auch ein Altbekannter aus der Bundesliga, gegen Şakir. Auch er souverän. 3 von 3 Schützen bislang drin. Die Türkei muss halt jedes Mal nachziehen. Und das ging auch bislang gut. Yildiz mit dem 3:3. Muçi konnte die Türkei jetzt richtig unter Druck setzen, denn der nächste Schütze musste schon treffen. Und es war Özcan, der gerade noch die letzte Chance vor dem Elfmeterschießen vergab. Er musste also treffen, ansonsten war die nächste Überraschung hier perfekt. Albanien im Viertelfinale noch nicht. Er traf, Berisha reagierte nicht. Und somit Seferi die Chance zum 5:4. 5 Elfmeter drinne, 5 Elfmeter fürs Viertelfinale für Albanien und es war geschafft. Die Sensation, die Überraschung ist perfekt. Albanien zieht weiter ins Viertelfinale. Die Türkei vielleicht auch so etwas wie der Underdog, wie das Dark Horse. Schaffte es nicht bis übers Achtelfinale hinaus. Albanien zieht weiter, trifft in Hamburg dann auf den Sieger unseres nächsten Spiels, Österreich oder Belgien. Aber hier nochmal der entscheidende Elfmeter. Ein Wahnsinnserfolg für die Albaner, für so eine kleine Nation. Aufgeopfert in diesem Spiel, richtig gut gespielt, dagegen gehalten, ein bisschen Spielglück gehabt und somit der verdiente Einzug ins Viertelfinale. Achtelfinale Nummer 4 zwischen Österreich und Belgien. Das ist eigentlich schnell erzählt. Die einzige wirklich zeigenswerte Szene ganz am Anfang in Minute 4. Christoph Baumgartner ansonsten rein ins Elfmeterschießen. Das ganze Spiel über lang passierte nichts. Absolut nichts. Keine Chancen, keine Strafraumszenen. Und somit ging es rein in ein spannendes Elfmeterschießen. Baumgartner auch hier der Erste mit der erfolgreichen Situation. Das 1:0, nachdem vorher 2 verschossen wurden. De Bruyne zog nach, das 1:1. Und das nächste Duell. Wöber von Borussia Mönchengladbach gegen Castells, ehemaliger Wolfsburger. Axel Witsel, auch altbekannter vom BVB, souverän verladen, 2:2. Ganz, ganz spannendes Elfmeterschießen. Pras dann der nächste Schütze für Österreich, 3:2.
Das Nervenkostüm hielt noch auf beiden Seiten, auch Luis Openda mit dem 3:3. Und dann der Kapitän Konrad Laimer, schon mit der Chance, die Belgier unter Druck zu setzen. Und er macht es mit dem 4:3. Und jetzt war es an Trossard, den Ball reinzuschießen. Ansonsten sind die Belgier raus. Dann war es das für die neue goldene Generation. Die alte, je nachdem. Er verschoss auf jeden Fall. Penz, der Held für die Österreicher. Und auch er mit dem Jubel direkt zu den Fans. Die Österreicher ziehen also weiter ins Viertelfinale, treffen dort auf Albanien. Das wird auch ein sehr, sehr wildes Spiel, sehr, sehr spannendes Spiel, was in Hamburg stattfinden wird. Hier nochmal der entscheidende, der verschossene Elfmeter. Nicht gut geschossen, zu halb hoch. Eine ganz einfache Parade und weiter geht's mit unserer Reise durchs Achtelfinale. Und landen dabei in Stuttgart. Das Duell zwischen der Ukraine bislang noch ungeschlagen. 3 Siege aus den ersten 3 Gruppenspielen gegen Dänemark, die sich aus Gruppe C durchgesetzt haben. Die erste Szene nach 32 Minuten. Es gab den Elfmeter für Dänemark. Nach einem ziemlich, wenig brutalen Foul, eher sehr dummen Foul von Ilya Zarbani. Sehen wir jetzt auch gleich nochmal in der Wiederholung. War eigentlich nicht nötig. Klar, am Strafraum, aber er hat eigentlich gut gestanden. Gegen Bar, haut ihn dann einfach vor den Socken und das gibt natürlich zu Recht die gelbe Karte. Und dann natürlich auch den Elfmeter. Und dafür kann es nun mal bei Dänemark nur eingeben. Der Kapitän Christian Eriksen trat an gegen Lunin. Zu leicht geschossen, aber Lunin ist zu spät unten und somit die Führung. Das 1:0 für Dänemark. Ein wirklich nicht gut geschossener Elfmeter. Werden wir jetzt auch nochmal sehen. Der war ziemlich leicht, zu leicht fast schon geschossen. Der steht schon fast in der Luft, aber Lunin macht halt die Parade zu spät und somit die Führung zunächst für die Dänen. Dann aber natürlich Minute 43. Er durfte nicht fehlen. Artem Dovbyk, der bislang so eine starke Vorrunde gespielt hat. Die Ukrainer mit seinen Toren hier quasi fast im Alleingang ins Achtelfinale schoss. Aber auch die Dänen mit einer richtig guten und geschlossenen Mannschaftsleistung und in Minute 54 dann mit Højlund. Der Mann von Manchester United. Viel zu feiern hatte er nicht in der Saison. Den FA Cup Titel im Finale gegen Manchester City. Und hier brachte er seine Nation einen Schritt weiter Richtung Viertelfinale. Schöner Ball in die Tiefe und Højlund dann mit einer Annahme und dem Ball ins Tor. Die letzte Chance für die Ukrainer, dann nochmal in Minute 85, aber es sollte nicht reichen. Nach 3 Siegen in der Gruppenphase scheidet die Ukraine gegen Dänemark aus. Weiter geht es mit Frankreich gegen Georgien, das nächste Überraschungsteam, was sich aus der Gruppenphase durchgesetzt hat. Und die Georgier mit ihrer ersten Chance gegen natürlich haushoch favorisierte Franzosen, die ebenfalls ihre erste Chance nach 8 Minuten hatten. Dembélé mit dem Lupfer. Und dann waren es wieder die Georgier durch Chekvataze, die wirklich gut mithielten. Auch in Halbzeit 2 Mikau Taze mit der Chance, die Georgier hier wirklich in Führung zu bringen. Aber am Ende setzt sich dann doch nur mal Qualität durch. In Person von Adrien Rabiot in Minute 71. Hat lange gedauert. Die Franzosen, die taten sich lange Zeit sehr, sehr schwer gegen ein gut mitspielendes Georgien. Warum auch nicht? Sie hatten nichts zu verlieren. Sie waren der krasse Außenseiter. Aber dann sieht man mal, solche Fehler, die werden dann natürlich auf so einem Niveau ganz eiskalt bestraft. Die letzte Chance dann für dieses Spiel in Minute 87. Der Freischuss, da musste sich Maignan nochmal lang machen. Aber unter dem Strich eine sehr souveräne Leistung. Wenig Glanz, viel Arbeit für die Franzosen und der Einzug ins Viertelfinale. Ein Klassiker des europäischen Fußballs. England gegen die Niederlande. Nach nicht mal 180 Sekunden ging es richtig los. Mit der 1:0-Führung für die Three Lions durch natürlich ihren Kapitän, durch den Topscorer Harry Kane, der nicht nur die Bundesliga kurz und klein schoss, sondern auch bislang hier in der Prognose richtig Gas gab. Das war natürlich aber zu einfach. Große Lücke. Nathan Ake kommt da zu spät. Aber auch die Niederländer, die kamen dann immer besser ins Spiel rein. Mit ihrer ersten Chance dann durch Xavi Simons nach 21 Minuten. Jordan Pickford da noch zur Stelle. Dann dieser krasse Fehler von Phil Foden. Das kennt man gar nicht von ihm. Und Depay vernascht die ganze Abwehr. Und besorgte den Ausgleich. In seinem typischen Jubel. Finger in die Ohren.
Er wollte nichts hören, er wollte einfach Fußball spielen, er wollte eine gute Leistung zeigen und die zeigte er bislang. Schönes 1 gegen 1, Leicester, John Stones wie einen alten Schuljungen aussehen und brachte die Niederländer erstmal zurück ins Spiel. Dann aber Minute 78, die Engländer über Saka, wildes Hin und Her, da fallen sie alle übereinander her und am Ende behält er die Übersicht und den Durchblick. Und schoss seine Engländer wieder in Führung, 2:1. Schönes Spiel hier in der Arena auf Schalke. Und dann am Ende, man sieht's, Van Dijk gegen Saka und De Vrij fällt fast noch über seinen Keeper drüber. Es reicht am Ende für die Engländer ein knappes 2:1 fürs Viertelfinale. Last but not least das Achtelfinale zwischen Schottland und Spanien. Sehr, sehr intensiv, sehr viele Tore und ein sehr, sehr spannendes Duell. Los ging's in Minute 22 mit dem Kapitän Alvaro Morata, der bislang richtig erfolgreich ist, was die Tore betrifft. In unserer Prognose in der Vorrunde schon viele Tore geschossen. Und somit auch dank ihm seine Spanier hier im Achtelfinale. Schöne Vorlage da von Pedri und Alvaro Morata dann zum 1:0. Aber auch die Schotten, die kamen dann in Halbzeit 2. Shankland, der Top-Torschütze der schottischen Liga und Christie. Was für ein schönes Tor, was für ein schöner Schlenzer. Nach 54 Minuten brachte die Schotten zurück, die natürlich stimmungsmäßig hier ganz klar überlegen waren und auch immer besser reinkamen ins Spiel. Schöner Ball durch die Schnittstelle und dann ist er schnell mit links und dann rein ins Tor. Aber die Spanier natürlich, so viel individuelle Klasse in Minute 60 dann mit der erneuten Führung durch den Ex-Dortmunder Mikel Merino. Ein ums andere Mal die Lücken, die es nicht oft gab, aber wenn sie dann mal da waren, dann natürlich eiskalt ausgenutzt von den Spaniern. Das können sie einfach. Das ist schon seit Jahren das Spiel der Spanier. Das Kurzpassspiel auch nach vorne und dann die kleinsten Lücken sehen. Und die erneute Führung also. Das sollte aber noch nicht das Ende sein. Jetzt gehen wir wieder auf die andere Seite und wieder die beiden Beteiligten vom Ausgleich. Wieder Shankland und wieder Christie. Der wird doch wohl nicht. Minute 64. Doch, er wird. Wieder den Ausgleich. Für die Schotten schießen. Ein Wahnsinnsspiel. Ein klasse Spiel der Schotten, die sich in jeden Zweikampf reinwarfen. Die wenigen Chancen, die sie hatten, dann noch nutzen. Und hier zum zwischenzeitlichen Ausgleich einnetzten. Aber die Qualität setzt sich nun mal durch. Auch so in diesem Spiel. Minute 83 mit ein bisschen Glück auf Linnemans. Der Innenverteidiger von Real San Sebastian. Mit der dritten und mit der letzten Führung. Denn dabei sollte es auch bleiben. Die Spanier, die taten sich ähnlich wie die Franzosen ziemlich schwer. Hatten auch wie die Deutschen bisschen Glück. Aber im Endeffekt setzt sich vielleicht nicht immer der Bessere durch, der Glücklichere. Mit doch der höheren Qualität. Linnemans schießt die Spanier ins Viertelfinale. Und wir gucken auf die anderen Partien. Nach diesen teilweise sehr wilden Achtelfinalspielen mit vielen Toren, viel Spannung, teilweise auch extrem kuriosen Elfmeterschießen, gibt es also nun folgende Viertelfinalbegegnungen. Die Tschechen treffen auf die deutsche Nationalmannschaft. Das ist Viertelfinale Nummer 1 in Stuttgart. Wird live gezeigt. Viertelfinale Nummer 2 in Hamburg ist Albanien gegen Österreich. Der Sieger aus beiden Partien, der wird dann das Halbfinale Nummer 1 spielen. Dann haben wir Viertelfinale Nummer 3 mit Dänemark gegen Frankreich in Düsseldorf. Der Gewinner aus dieser Partie spielt also gegen den Sieger aus Viertelfinale Nummer 4, was England gegen Spanien sein wird. Diese Begegnung wird in Berlin stattfinden. Halbfinale dann in München und Dortmund und dann das Finale natürlich in Berlin. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Ab sofort Live-Partien. Ihr wisst nicht, was vorher passiert ist. Ich weiß es genauso wenig, weil ich werde es live kommentieren. Ich hoffe, ich bekomme das sehr gut hin. Und deswegen freue ich mich, wenn ihr auch bis zum Schluss auch dran bleibt, weil jetzt wird es erst so richtig spannend. Wer kommt ins Halbfinale? Setzt sich nochmal ein Außenseiter durch? Was machen die Engländer gegen die Spanier? Frankreich gegen Dänemark, auch ein 50-50-Spiel jetzt auf dem Niveau, würde ich sagen. Und mal gucken, wie sich die Deutschen gegen die Tschechen schlagen. Ob es wieder bis ins Elfmeterschießen geht. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch. Hoffe, ihr seid bei den nächsten Spielen live mit dabei. Und dann wünsche ich euch noch alles Gute, eine schöne EM. Und wir sehen uns beim ersten Viertelfinale wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.